Es gibt natürlich weitere hinterlistige und üble Betrugsmaschen im Netz, die unbedingt öffentlich gemacht werden müssen. Und ich habe euch ja im ersten Teil des Videos versprochen, dass ich hier einen zweiten Teil produziere. Leider an dieser Stelle kein Livestream, aber warum kein Livestream? Weil wirklich so viele Kommentare und Erfahrungen hier in dieses Video, in den ersten Teil mit eingebracht wurden, dass ich natürlich erstmal diese abarbeiten möchte, sonst würde das Video wirklich zu lang werden. Und dann natürlich erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch so zahlreich meinen ersten Teil angeschaut habt. Über 100.000 Aufrufe in nur einer Woche, das ist der totale Wahnsinn. Es ist jetzt wirklich einer meiner besten Videos auf diesem kleinen Kanal. Ich hätte niemals vermutet, dass dieses Thema so relevant ist und ihr euch so zahlreich daran beteiligt. Dankeschön. Es gibt tolle Antworten von euch zu diesen Themen, viele Lösungsvorschläge und Ideen, wie man diese Art von Betrügereien erkennen kann, und genau diese und noch weitere Betrugsmaschen behandeln wir jetzt in diesem Video. Falls du dich jetzt in den zweiten Teil reingeklickt hast und den ersten Teil noch nicht kennen solltest, dann sei so lieb und schau dir bitte erst den ersten Teil an, sonst fehlt dir an manchen Stellen der Bezug und das wäre schade. Ich habe dir alles direkt in der Videobeschreibung verlinkt, den ersten Teil findest du dort, und ich sage nochmal vielen Dank fürs zahlreiche Anklicken des ersten Videos, und jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Teilweise sind die Tricks der Betrüger jetzt nicht mehr nagelneu, aber sie wurden auf alle Fälle nochmal verfeinert in diesem Jahr, um dich wirklich noch gewiefter und raffinierter zu täuschen. Und wenn dich diese Themen interessieren, dann sei so lieb und abonniere meinen Kanal und like dieses Video, wenn es dir gefällt. Würde mich echt freuen. Vielen Dank dafür. Und die neueste Masche ist natürlich jetzt wiederum bei Kleinanzeigen wiederum aufgetreten in den letzten Wochen, und das ist wirklich frech unter der Rubrik zu verschenken. Da findest du ja manchmal wirklich Dinge, die du echt gut gebrauchen kannst, und man vermutet wirklich nicht, dass man hier böse abgezockt werden kann, aber es geht. Du schreibst demjenigen, dass du den Artikel haben möchtest, und im Beispielfall war der Beschenkte nicht gerade in der Nähe des Verschenkers, was sozusagen bedeutet, dass derjenige natürlich ihm die Versandkosten erstatten wollte, um den Artikel zu bekommen. Alles soweit gut. Jetzt kommt das Dreiste an der ganzen Geschichte, und zwar der Verschenker hat den Beschenkten gefragt, ob er nicht vielleicht eine kleine Spende zum guten Zweck leisten kann für die Kriegsopfer in der Ukraine. Und okay, dachte sich der Beschenkte, 5 Euro Spende, das kann ich machen, und ich bekomme ja sowieso den Artikel schon kostenfrei. Dann bekam der Beschenkte auf seinen Wunsch hin die sogenannte Spenden-SMS, um die besagten 5 Euro zu bezahlen. Hier musste er auf einen Internet Link klicken, um zu bestätigen, und ihr könnt euch natürlich jetzt denken, was dann passiert ist. Einen Monat später, bei der Durchsicht der deutlich überhöhten Handyrechnung, wurde dann festgestellt, dass 50 Euro weg waren, und natürlich bekam er natürlich auch nicht den geschenkten Artikel irgendwann mal zu Gesicht. Das war alles nur Fake. Und das muss man sich jetzt mal 10-fach, 100-fach oder vielleicht auch 1000-fach vorstellen. Das ist natürlich ein fetter, satter Stundenlohn für den Betrüger, und ich finde das wirklich unglaublich, was mittlerweile abgeht. Du willst 5 Euro spenden, hast ein gutes Gewissen, willst was tun für die Kriegsopfer in der Ukraine, denkst, du bekommst einen Artikel geschenkt, bezahlst noch den Versand und bekommst dann gar nichts, und dann sind auch noch 50 Euro von der Handyrechnung weg. Und dann natürlich noch eine Masche, die jetzt gerade wieder auflebt, der sogenannte Abholtrick. Das heißt, der Verkäufer, der bezahlt per PayPal oder Kleinanzeigen-Bezahldienst den Artikel und sagt zu dir, du musst diesen Artikel nicht versenden, da kommt morgen oder übermorgen jemand vorbei und der wird diesen Artikel abholen. Normalerweise denkt man sich natürlich, klar, ich habe das Geld jetzt per PayPal und spare natürlich auch noch die Versandkosten. Wunderbar. Nur wenn du den Artikel dann ohne Empfangsbestätigung bzw. anderen Nachweisen an denjenigen herausgibst, der den Artikel abholt, dann hast du ein Problem. Denn kurzer Zeit später eröffnet der Käufer einen Fall über den jeweiligen Bezahldienst und sagt doch dreist und frech, er habe die Ware nicht erhalten. Und wenn du jetzt keinen Nachweis hast, dass du sozusagen die Ware herausgegeben hast, dann hast du ein Problem. Du hast natürlich auch keine Möglichkeit, über einen Paketzettel bzw. eine Versandnummer irgendwelche Nachweise zu bringen. Das heißt, wenn der jetzt einen Fall aufmacht, kriegt er in den meisten Fällen recht. Und das Schlimme ist natürlich, dass diese Betrüger meist wirklich sehr freundlich sind in der Kommunikation, in der Verständigung und dann so eine Art Vertrauen aufbauen und
natürlich, klar, danach kommt dann das böse Erwachen. Und dann hat mir der Thorsten per E-Mail noch einen weiteren Trick geschickt, den möchte ich ganz kurz mal anreißen. Das ist der sogenannte Bestätigungstrick. Und hier suggestiert dir der Käufer, den Betrag XY auf dein Konto überwiesen zu haben und schickt dir dann schon als Nachweis per E-Mail oder per WhatsApp eine sogenannte Überweisungsbestätigung. Was bedeutet, die Bank XY hat bestätigt, dass der Betrag auf dein Konto überwiesen wurde. Und dann wirst du komischerweise gedrängt, weil ja der Artikel so dringend benötigt wird, schon morgen oder übermorgen den Artikel schon jetzt loszuschicken, denn du hast ja die Bestätigung von der Bank, alles ist ja in Ordnung. Und das Problem ist natürlich, dieser Bestätigungsbrief bzw. diese Bestätigung ist dann gefälscht. Das heißt, das Geld wurde niemals überwiesen. Du schickst die Ware weg und hast natürlich auch kein Geld und bist ebenfalls deine Ware los. Zum Thema Falschgeld habe ich ja natürlich im ersten Video schon viel erzählt und da hat mir dann noch jemand geschrieben und gesagt, okay, es muss ja kein Falschgeld sein. Die können ja auch so betrügen. Jetzt habe ich überlegt, wieso noch so betrügen ohne Falschgeld? Das ist doch normales Geld. Ganz einfach. Das ist dann der Vorzähltrick. Es gibt so viele Tricks, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Betrüger zählt dir sehr langsam und ordentlich, kommt gerade bei älteren Menschen vor, das Geld einfach vor. Das heißt, 10, 20, 30, wir kennen das alles und lässt dann aber Scheine verschwinden. Was bedeutet, am Ende stimmt natürlich die Summe nicht mehr. Du denkst, das Geld liegt auf dem Tisch. Meistens wird diese Betrugsart mit kleinen Scheinen gemacht, also 10er und 20er, damit da immer irgendwelche Scheine noch verschwinden können. Und du denkst, die Summe stimmt, die da auf dem Tisch liegt, nimmst das Geld, steckst es ein, gibst dein Produkt dem Käufer und freust dich natürlich, dass du das Geld bekommen hast. Das heißt, wenn du dann nachzählst, dann stimmt die Summe nicht, weil er dich betrogen hat. Also in Zukunft immer das Geld vorzählen lassen, selbst in die Hand nehmen, nochmal zählen und dann wirst du auf diesen Trick definitiv auch nicht reinfallen. Ich könnte natürlich noch ewig so weitermachen, aber ich habe natürlich auch von euch viele interessante Lösungen bekommen, wie man sich als Betrogener hier bei manchen Betrugsmaschen noch teilweise retten kann. In meinem ersten Video habe ich euch beschrieben, wenn du die Ware versendet hast, der Betrüger die Ware als beschädigt ablehnt und dann wieder an dich zurückschickt und dann natürlich nicht die Ware drin ist im Paket, sondern ein Stück Metall oder etwas, was dem Gewicht deines Artikels entspricht. Dann hast du natürlich ein Problem, das nachzuweisen, dass das Paket leer war bzw. mit diesem komischen Metallplättchen oder Ziegelstein bestückt. Das lässt sich dann nicht so einfach nachweisen. Hier gab es natürlich eine gute Möglichkeit, den Betrug nachzuweisen, um dann PayPal oder dem Kleinanzeigen-Bezahldienst Beweise liefern zu können. Und wenn so etwas passiert und du wirklich sowas vermutest, dann öffne bei Erhalt des Paketes niemals das Paket ohne das Beisein des Zustellers. Das ist eine ganz interessante Lösung gewesen. Danke auch für den Kommentar. Denn jetzt hast du gleichzeitig noch einen Zeugen, der beweisen kann, dass hier in diesem Paket wirklich nur das und das drin war und nicht dein Artikel. Am besten ist das natürlich, wenn du das Paket in der Postfiliale öffnest und dann sind natürlich noch mehrere Zeugen von der Post, gleichzeitig auch der Zusteller oder das Postpersonal da, die das sehen, die das live sehen, wenn du das Paket öffnest. Es gab natürlich auch noch Zuschriften, die dann beschrieben haben, dass du den ganzen Vorgang per Video aufnehmen sollst. Geht natürlich auch, aber ich finde die erste Lösung jetzt mit dem Postbeamten bzw. Zusteller eine wirklich sichere Lösung, denn hier kannst du dann auch schriftlich bestätigen lassen, dass während des Beiseins des Personals, der Post bzw. des Zustellers hier dein Paket geöffnet wurde und ich glaube, da ist PayPal oder der Kleinanzeigen-Bezahldienst sehr hörig, was diese Art von Zeugenaussagen betrifft. Ich habe mich dann auch mal diesbezüglich im Internet bei der Polizei umgeschaut und muss natürlich leider sagen, dass hier die Aufklärungsquote aufgrund der Masse und der Vielfalt dieser Betrügereien wirklich sehr gering ist. Aber das sollte euch wirklich nicht abhalten, trotzdem jeden Fall zur Anzeige zu bringen. Das heißt praktisch zur Polizei zu gehen, den Betrugsfall anzuzeigen und auf alle Fälle hat die Polizei dann Kenntnis von bestimmten Fällen, kann diese koordinieren und letztendlich doch einige aufklären. Viele sind es nicht im Moment, aber es gibt, wie gesagt, eine gute Möglichkeit, dass doch einige Fälle immer noch aufgeklärt sind. Vielleicht ist euer Fall ja mit dabei. Also geht zur Polizei und zeigt wirklich jeden Betrugsfall dieser Art an. Da die Aufklärungsquote sehr gering ist, finde ich natürlich, dass es wirklich wichtig ist, diese Art von Videos hier im Netz zu haben und
vielleicht vorgewarnt zu werden, um den Betrug frühzeitig zu erkennen oder gar nicht auf diesen Betrug einzugehen. Und es gibt Zeitungen, es gibt Internetbeiträge, es gibt YouTube. Also wie gesagt, das ist natürlich dann die wichtigste Lösung, dass ihr euch vor dem Verkauf, solltet ihr neu sein beim Kleinanzeigen- oder eBay-Portal, einfach mal YouTube anmachen, solche Filme wie meinen oder andere YouTuber schauen und sich dann doch schon mal informieren, wie so die eine oder andere Betrugsmasche funktioniert. Kommen wir mal zum erwähnten Dreiecksbetrug im ersten Video, und hier kam natürlich auch noch von euch sehr viele Einsendungen, vielen Dank dafür, und einen Text, den ich euch jetzt mal vorlesen möchte. Zum Dreiecksbetrug. Ich hatte so einen Fall, dass ich auf Amazon einen Artikel bestellt und bezahlt habe. Und die Ware kam natürlich auch bei mir an. Irgendwann bekam ich dann eine Mahnung von einem Händler, der das Paket an mich verschickt hatte. Hier ist die Rechtslage aber ganz einfach. Du hast mit dem Händler keinen Vertrag geschlossen. Nur weil dir jemand ein Paket zuschickt und du es annimmst, heißt es nicht, dass ein Vertrag zwischen dir und dem Versender zustande gekommen ist. Der Vertrag ist zwischen dem Betrüger und dem Händler, der die Ware verschickt hat, zustande gekommen. Man muss also in diesem Fall nicht zweimal zahlen. Ich sag mal Jein zu diesem Kommentar, und ihr könnt natürlich auch gern hier in die Kommentare mal reinschreiben, was eure Meinung dazu ist. Ich finde das natürlich gut erzählt und bin der Meinung, das ist aber auch teilweise ein bisschen anfechtbar. Ich bin kein Jurist, ich bin kein Rechtsanwalt. Alles, was ich in diesem Video sage, ist einfach nur meine Meinung und meine Recherche zulässig. Aber ich sag mal, trotzdem kann man vielleicht die ganze Geschichte anfechten. Die andere Sache ist natürlich, dass dieser Dreiecksbetrug immer so im preislichen Bereich zwischen 10 und 50 Euro stattfindet. Es gibt auch teurere, aber wie gesagt, die Masse macht sozusagen so unter 50 Euro aus. Was bedeutet, das ist natürlich ein Betrag, wo du jetzt nicht so viel überlegst und dir das auch relativ egal ist und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich dann auch keine lange Energie und Kraft, die du da sozusagen investiert, bestellt, alles klar, du funktioniert. Und das ist natürlich der Trick an der ganzen Geschichte. Aber die schöne Sache ist natürlich auch, dass die Händler wie Amazon, Otto und die ganzen Versandhäuser hier auch kulant sind. Und zwar, wenn du die ganze Sache zur Anzeige bringst, nämlich zur Polizei, gehst, deine Anzeige schreibst und diese Anzeige in die Rücksendung mit einfügst, dann schreiben die Versandhäuser das Ganze auch gut bzw. ab. Sollte der Artikel schon benutzt sein, gibt es einige Fälle, wo du den Artikel behalten konntest und nur die Anzeige der Polizei dorthin schicken musstest und die Versandhäuser das Ganze abgeschrieben haben. Das ist natürlich für dich im Moment eine gute Sache, kannst den Artikel behalten, hast keinen Stress, alles gut. Das Problem ist, langfristig, in vielen Fällen wird das natürlich auch auf die Preise aufgelegt. Das heißt, dass durch so eine Art von Betrüger die Preise sich deutlich erhöhen, sollte das viel stattfinden. Und da tragen wir Verbraucher natürlich dann wiederum die Quittung, weil wir einfach mehr für diesen Artikel bezahlen, weil es irgendwelche Betrüger gibt, die hier einfach Mist machen. Zum Thema Händler kann ich natürlich auch noch was sagen. Wenn du jetzt Händler bist und einen Amazon-Shop hast, beziehungsweise im Netz bei eBay oder bei anderen Portalen einen Shop betreibst, gibt es Aussagen von Freunden von mir, die machen das so, die melden sich wirklich tagtäglich an und auch wieder ab im Shop. Es gibt natürlich dann die PC- und Handy-Varianten, die deine Zugänge speichern, wo du einfach bloß den Explorer aufmachen musst und schon bist du da drin in deinem Shop. Die machen das aber anders, die melden sich wirklich jeden Tag an und dann, wenn sie den Shop nicht benutzen, auch wieder ab. Das bedeutet, dass die dann mit ihrer Zwei-Faktor-Authentifizierung, schweres Wort, hier im sicheren Bereich sind, denn du hast einmal die E-Mail-Adresse und einmal das Passwort und dann wird dir noch eine SMS aufs Handy zugeschickt, die du dann wiederum eingeben musst, um überhaupt den Zugang zu deinem Shop zu bekommen. Ich weiß, das ist zwar umständlich, das will auch keiner machen und, aber es ist die sicherste Möglichkeit, deinen Shop nicht hacken zu lassen, denn die meisten Betrüger, die klonen natürlich entweder dein PC oder sie klonen dein Handy und kommen natürlich dann mit den registrierten Zugängen, die jetzt freigeschaltet sind, in dem Klon direkt in deinen Shop und können diesen hacken. Und so kann das nicht passieren, wenn du dich da wirklich immer an- und abmeldest. Nicht passieren, steht auch wieder in Klammern, ich weiß, aber die Chance ist auf alle Fälle geringer, dass du hier gehackt wirst. Dann hatte ich euch im ersten Video gewarnt, ins Ausland zu versenden. Und da kamen natürlich auch Zuschriften von Leuten aus
Österreich oder aus der Türkei hatte ich E-Mails oder aus anderen Bereichen, die natürlich gesagt haben, das ist nicht immer richtig so. Ich habe hier einen total seriösen Shop oder ich bin hier sozusagen der totale seriöse Käufer. Freue mich natürlich, wenn ich Ware aus Deutschland beziehen kann, die ich günstig bekomme. Ihr habt auch recht, das ist auch wirklich so. Und es gibt auch gute Käufer im Ausland. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die rechtliche Situation halt bei uns so doof ist, kann man eigentlich sagen, dass du das nicht irgendwie rechtlich nachvollziehen kannst, beziehungsweise rechtlich nicht vorgehen kannst gegen einen Partner im Ausland. Das ist zu geringfügig dann auch für die Behörden, für die Polizei und für andere, dass sich das dann nicht lohnt und du wirklich den meisten Stress hast, wenn da wirklich auf der anderen Seite ein Betrüger ist. Und wie gesagt, ich wollte euch nicht beleidigen und ich wollte euch auch nichts Böses tun. Es ist nur halt so, dass es immer Gute gibt und es gibt auch immer Schlechte. Und die Schlechten, die reißen natürlich dann auch die Guten runter. Und ich bin halt immer noch der Meinung, dass es wirklich momentan immer noch gefährlich ist, ins Ausland zu versenden, denn du hast keine rechtliche Handhabung im Ausland von Deutschland aus, die dich sozusagen schützt oder die dir dein Geld zurückgibt. Teilweise sind die Fälle zu geringfügig, dass sich auch die Behörden nicht drum kümmern. Die nehmen es zwar auf, aber die verfolgen es halt nicht nach, weil sie auch keine Mittel dazu haben. Es ist immer noch so ein 50-50-Ding, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten. Ich sage persönlich, ich würde es nicht machen. Wenn ihr es macht und einen guten Kontakt habt, klar, könnt ihr das gerne tun. Ich will auch, wie gesagt, keinem was Böses, der im Ausland sitzt und hier aus Deutschland Ware kaufen möchte, die gebraucht ist. Gar nicht mal so schlimm, aber wie gesagt, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben und das ist immer noch für uns als Versender und als Verkäufer relativ risikoreich. Ich bleibe natürlich an diesem Thema dran und sofern es was Neues gibt, gibt es natürlich auch wiederum ein Video von mir und schreibt ruhig eure Geschichten bzw. Erfahrungen hier in die Kommentare rein. Helft damit anderen, sich vor diesen Betrügereien zu schützen und das hat ganz gut geklappt im ersten Video. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, das klappt auch in diesem zweiten Video. Bis dahin seid immer vorsichtig, macht nie etwas zu schnell oder in Hektik, setzt euren Menschenverstand ein, setzt euer Bauchgefühl ein und hinterfragt viele Situationen, wenn sie euch komisch vorkommen. Vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.